Maria, du bist noch nicht gesund und niemand von uns kann und will die Verantwortung übernehmen. Doch. Ich werde das tun. Ich will nicht, dass meine Mutter abgeschoben wird. Konstantin, ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich hätte mich niemals auf dich einlassen dürfen. Wir werden uns nicht mehr sehen. Das kannst du nicht machen. Nathalie, du kannst jetzt nicht so tun, als würde ich dir nichts bedeuten. Ich liebe Matthias und ich werde ihn heiraten. Und außerdem, für Christina seid ihr ihre Eltern. Und ich bin nur irgend so ein sporadisch auftauchender Onkel. Aber wenn wir uns in den Ferien besuchen, dann reißt der Kontakt zu diesem Onkel wenigstens nicht ganz ab. Bei euch hat sie es am besten. Hier hat sie geordnete Verhältnisse, liebevolle Eltern, die sich nicht ständig bekriegen und belügen. Und ich wäre einfach nur egoistisch, wenn ich ihr das nehmen würde. Ich gehe dann mal, bevor ich es mir noch anders überlege. Willst du dich noch von ihr verabschieden? Mal abgesehen davon, dass ich Ansgar, den liebenden Sohn, überhaupt nicht abkaufe, wissen wir so gut wie nichts von Marias Krankheitsbild. Angeblich ist sie ganz normal, wenn sie regelmäßig ihre Medikamente einnimmt. Ja, wenn sie nimmt. Wir müssen die bestmöglichste medizinische Versorgung für sie sicherstellen. Ich werde das mit Ansgar besprechen. Ich bin nach wie vor der Meinung, ein Sanatorium ist die bestmögliche Lösung. Ich weiß nicht. Maria hat ihr halbes Leben in solchen Anstalten verbracht. Und nur weil Francesca und Johannes das so bestimmt haben. Ja, vielleicht sind wir ihr so etwas schuldig wie Wiedergutmachung. Entschuldigung. Maria hat ihre Medikamente genommen und sich bis zum Abendessen hingelegt. Ich würde ganz gerne noch ein paar Details mit dir besprechen, beziehungsweise dich um deinen Rat fragen. Ja, dann lasse ich euch mal allein. Ludwig, ich wollte dich um deine Hilfe bitten. Du kennst Maria länger und besser als wir alle und weißt sicherlich am besten, was gut für sie ist. Was Maria am dringendsten braucht, ist die Gewissheit, dass man es gut mit ihr meint. Von der bestmöglichen psychiatrischen Versorgung mal abgesehen. Ja. Was ist denn mit diesem Abraham? Kann der uns nicht einen Spezialisten für Psychosen empfehlen? Ja, ruf ihn doch mal an und erkundige dich gleich nach geschultem Pflegepersonal. Ja, das werden wir nicht brauchen. Ich habe mich entschlossen, selbst dafür zu sorgen, dass Maria ihre Medikamente nimmt. Und ich werde mich auch sonst um sie kümmern. Der Graf ist noch in einer Besprechung. Aber er lässt ausrichten, dass er gleich für Sie da ist. Darf ich Ihnen in der Zwischenzeit eine Erfrischung anbieten? Danke, ich warte einfach so lange hier. Hey Andi, ich wollte dich gerade anrufen. Wieso? Ich wollte dich noch mal wegen des Geldes für die Weltreise fragen. Soll ich es dir jetzt leihen oder nicht? Nee, danke, lass mal stecken. Helena wird ziemlich enttäuscht sein. Ja, ich weiß, aber ich werde dir trotzdem sagen, dass ich die Kohle verzockt habe. Und ich kann nicht noch mal so einen Haufen Schulden machen für eine Weltreise. Bei dir schon gar nicht. Also sage ich ihr am besten jetzt die Wahrheit. Der Graf lässt jetzt bitten. Helena? Ich bin's. Ich wollte dich fragen, ob du morgen Zeit hast. Es geht um eure Weltreise. Ja. Wann passt's dir denn?
Und Sebastian hat wirklich nichts dagegen, dass ihr mit Christine nach Neuseeland geht. Naja, es war hart für ihn, aber er hat Größe gezeigt. Papa, du wolltest mich was fragen. Das ist jetzt nicht einfach. Also ich will unbedingt, dass du bei unserer Hochzeit dabei bist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, Natalie zu heiraten und du bist nicht dabei. Ich war auch in den letzten Tagen ein bisschen anstrengend. Und wenn ich dich jetzt frage, was ich dich fragen will, dann sagst du wahrscheinlich nein. Weil Ich komme natürlich allein. Ohne Ansgar. Danke. Keine Weltreise? Wieso das? Reicht das Geld nicht? Doch, natürlich. Das war mehr als großzügig von dir. Aber ich bin trotzdem gekommen, weil ich sie gerne zurückgeben möchte. Ich habe nämlich noch mal nachgedacht. Helena und ich, wir haben ja beide im Moment keinen Job. Und dann gleich zu Beginn so ein Riesenschuldenberg aufhäufen, das wäre ein schlechter Start in die Zukunft, oder? Das klingt sehr vernünftig. Sieht Helena das genauso? Ich hoffe. Naja gut, ich hätte das vielleicht vorher mit dir absprechen sollen, aber ich bin mir sicher, sie sieht das ganz genauso. Denn selbst wenn ich jetzt wieder anfange zu arbeiten, wird es doch ewig dauern, bis ich das Geld wieder abstottern kann. Also Ludwig, ich wollte... Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. kein Problem, ich wollte sowieso gerade los. Andi, bist du sicher? Ja, das ist besser so. Aber danke nochmal. Bis dann. Tschüss, Anni. Tschüss. Contessa? Haben Sie noch einen Wunsch? Wollten Sie nicht zum Diner ruhen? Da nulla si scava nulla. Wie sagt man auf Deutsch? Von nichts kommt nichts. Sie sagen es. Bei einer nicht-organischen schizophrenen Psychose treten folgende Symptome auf. Wahnvorstellungen, die als absolut real empfunden werden. Der Patient kann also nicht zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterscheiden. Entsprechend verwirrt wirkt der Patient auf seine Außenwelt, zumal sich eigentlich konträre Emotionen miteinander vermischen. Der Psychotiker also zum Beispiel gleichzeitig lacht und weint. Oh Gott, das muss ja grauenhaft sein. Arbeitest du noch? Nein, ich versuche ein paar mehr Informationen über Marias Erkrankung rauszukriegen. Hier, die Symptome gehen mit einem Verlust der Ich-Grenzen einher. Nur eine entsprechende Medikation kann diese Wirklichkeitsverschiebung verhindern. Ein Absetzen der Medikamente kann zu Wahnwahrnehmungen führen, die der Erkrankte für absolut real hält. Das heißt, der Kranke ist keinerlei Argumenten zugänglich und wird unter keinen Umständen von seiner Vorstellungswelt abrücken. Das ist ja genau wie damals, als er die fixe Idee hatte, du würdest sie heiraten und als er in diesem Brautkleid auf mich losgegangen ist. Und du bist der Meinung, ausgerechnet Ansgar sei der Richtige, der die alleinige Verantwortung für seine Mutter übernehmen soll? Du bürdest dir eine gewaltige Verantwortung auf. Ja. Psychodynamische Stressfaktoren, zum Beispiel familiäre oder sonstige zwischenmenschliche Probleme, Trennungen oder Verlust, können zum Ausbruch oder zu einer Verschlimmerung der Krankheit führen. Verstehe, es ist also wichtig, dass sie nicht aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen wird. Ja, ich muss mich einfach um sie kümmern. Abgesehen davon ist sie meine Mutter. Er ist ihr Sohn. Aber ich verspreche dir, ich werde ihn keinen Augenblick aus den Augen lassen. Und seine Mutter auch nicht. Das ist ja echt nett, dass du mich aufmuntern willst, ja, aber shoppen, das ist echt nicht mein Ding. Außerdem bei meiner Laune gerade. Vergiss Natalie. War doch froh, dass sie bald weg ist, dann hast du es endlich hinter dir. Weißt du, was ich glaube? Dass es alles so schnell geht. Das ist eine Flucht. Wie Flucht? Vor dir? Hältst du dich wirklich für so unwiderstehlich?
Ja, ist gut, verarsch mich ruhig. Aber jetzt mal ehrlich, also erst die Hochzeit und dann sofort ab nach Neuseeland. Das geht doch wirklich ein bisschen schnell. Vielleicht können wir es ja gar nicht mehr erwarten. Hallo miteinander. Ja, für dich ist es natürlich hart. Du musst dir eine neue Spanischlehrerin suchen und es kommt noch schlimmer. Ich habe nämlich ein Attentat auf dich vor. Naja, also ohne dich hätte ich ja den Antrag nicht so gut hinbekommen. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du bei unserer Hochzeit die Fürbitten liest. Ja gut, aber also ich bin ja jetzt nur Nathalies Spanischschüler. Ich glaube, du bedeutest dir schon ein bisschen mehr. Also, überlegst dir. Ihr Handy. Na, das ist nicht mein Handy. Das ist doch Nathalies Klingelton. Ah, Christina. Hat sie mir in die Tasche gesteckt. Das ist momentan ihr neuester Trick. Papalingeling. Oh, ich bin spät dran. Sag, kannst du das Nathalie bringen? Dann könnt ihr auch gleich die Fürbitten besprechen. Also, ich zähle auf dich. Ciao. Na super. Was hältst du davon, wenn wir unsere Winterklamotten erstmal nach Vancouver schicken und dort einlagern? Dann brauchen wir sie nicht mitschleppen. Ja. Du, ich hab dir doch mal erzählt, dass mein Bruder mit seiner Freundin in Frankreich lebt. Ja, warum? Da soll's wunderschön sein und Daniel und Gabriella haben uns zu sich eingeladen. Frankreich. Ja, Frankreich ist super. Das könnten wir Ende Mai anbauen. Naja, um ehrlich zu sein, das wollte ich dir eigentlich... Ich geh schon. Hey. Hi. Habe ich euch geweckt? Nein, komm rein. Gut, ich wollte eigentlich Andi nur kurz was fragen. Ich brauche eine Baustelle für ein Shooting. Ich bin schnell unter der Dusche. Also entweder ist Helena Weltmeisterin in Sachen Wegstecken von Enttäuschungen, oder? Du hast ja noch nichts gesagt? Ich weiß einfach nicht, wie ich es ihr schon beibringen soll. Andi, da gibt es kein Schonend. Augen zu und durch. Sie wird mich hassen. Meinst du nicht, du übertreibst ein klitzekleines bisschen? Natürlich wird sie sauer auf dich sein. Aber sie liebt dich. Ich hab's. Ein Ausflug. Total romantisch. Dann wird sie sehen, wie wichtig sie für mich ist und wird es eher verstehen. Ja, klar. Also, wenn dir eine Beichte im Grünen lieber ist, fahr mit ihr in die Lahnsteinauen. Romantischer geht es kaum. Super Idee. Wie komme ich dahin? Unser Chauffeur hat meinen Vater früher oft zum Jagen dorthin gefahren. Pass auf, ich regel das und ich gebe euch eine Wanderkarte mit. Nicht, dass ihr euch verlauft. Ich habe mit Hagen Bender telefoniert. Er übernimmt die Geschäftsführung vom Brandner Bau, wenn wir in Neuseeland sind. Bender? Wie hast du denn den umgekriegt? Ich dachte, der will den Job nicht mehr annehmen. Weißt du, es gibt manchmal Phasen im Leben, da läuft einfach alles. Nimm Nathalie, sie konnte mir auch nicht widerstehen. Soll ich Nathalie das Handy bringen? Kannst du damit auch gleich noch die Fürbitten übernehmen? Hey, du musst dich echt nicht in diesen Hochzeitskram reinziehen lassen. Ja, und mit welcher Begründung? Es tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Ich liebe die Braut. Ich glaube, das wäre ein Grund, den Matthias akzeptieren würde. Aha. Ach, übrigens, ich konnte Konstantin für die Fürbitten gewinnen. Konstantin von Lahnstein? Warum nicht? Ich meine, Konstantin ist einer der ganz wenigen Lahnsteins, die ja nicht von deinem Bannstrahl ausgeschlossen sind, oder? Konstantin ist ein netter Junge, aber warum sollte ausgerechnet er die Fürbitten lesen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass es keine Familienmitglieder gibt, die das auch machen können. Tut mir leid, du nicht. Wie bitte? Ja, für dich habe ich eine andere Aufgabe. Zum Beispiel die des Trauzeugen, wenn du willst. Ich werte das mal als ein Ja. Du meinst wohl, weil du im Moment unwiderstehlich bist, oder? Das kann gut sein, das kann gut sein. Ich muss. So. Du gehst jetzt zu Nathalie, gibst ihr das Handy und sagst ihr, sie soll sich einen anderen Clown suchen, der ihr die Fürbitten vorliest. Dann wünschst du ihr noch ein schönes Leben und gehst. Wie klingt das? Vernünftig.
Irgendwie scheint sie sich in diesem Raum hier wohlzufühlen. Ich hoffe, das behindert ihre Arbeit nicht allzu sehr. Wir alle wollen, dass es der Contessa besser geht. Ja, in der Tat. Das wollen wir. Deswegen habe ich auch eine Bitte an Sie. Informieren Sie mich doch, wenn meine Mutter sich seltsam verhält. Selbstverständlich. Na, hast du deine Tabletten genommen? Natürlich. Oder glaubst du, ich will wieder in diesem Sanatorium landen? Du wirst nicht erleben, dass ich meinen Plan gefährde. Elisabeth wird es bereuen, sich mir in den Weg gestellt zu haben. Und Ludwig auch. Weil er sich mit dieser Strega eingelassen hat. Ja, das scheint mir durchaus die richtige Einstellung zu sein. Allerdings. Und wag du es nicht, mir in den Rücken zu fallen. Gut. Dann tue ich jetzt, was getan werden muss. Andi, mach schneller. Wir müssen noch zu 3 Konsulaten Visa beantragen. Das dauert. Ja. Aber hat das denn nicht auch Zeit bis morgen? Außerdem habe ich noch eine Überraschung für dich. Ja, genau genommen 2. Nico hat mir nämlich eben von diesen Lahnsteinauen erzählt. Und da fahren wir heute hin. Du willst mit mir in den Wald? Willst du testen, ob ich wildnistauglich bin? Hat dir Patagonien nicht gereicht? Nein, ich wollte einfach mit dir ein paar Stunden alleine sein. Ohne diesen ganzen Vorbereitungsstress. Nur du und ich. Und außerdem hat Nico gesagt, dass die Auen wunderschön sein sollen. Dauert das den ganzen Tag? Ja, wieso? Dann muss ich Tristan schnell absagen. Der wollte sich nämlich mit mir treffen. Helena, was gibt's? Wegen heute Nachmittag. Ich kann doch nicht. Schade, wieso denn nicht? Andi will eine Waldwanderung mit mir machen. Und das fällt mir jetzt erst ein? Ja, offensichtlich. Er hat schon alles organisiert, beziehungsweise Nico. Ich melde mich, wenn wir zurück sind, okay? Bis später. Frau Schiller, einen Moment bitte. Gräfin Helena und ihr Freund Andi würden gerne eine Wanderung in den Lahnsteinauen machen. Den schönsten Wanderweg habe ich schon in die Karte gezeichnet. Jetzt bräuchten Sie nur noch einen Fahrer. Wenn Sie also nichts Dringenderes zu tun haben. Im Moment nicht. Wo genau soll ich die beiden denn hinbringen? Ich meine, die Auen sind ja riesig. Sie kennen doch sicherlich unsere alte Jagdhütte. Ja, klar. Kurz vorher kommt diese Gabelung. Da fahren Sie nicht rechts zur Hütte, sondern links. Und dann circa 2 Kilometer bis zu dieser alten Mühle. Da direkt rechts und da ist der Forellensee. Ja, klar. Das wäre toll, wenn Sie sie da hinbringen würden. Ja. Ach, die Wanderkarte, die hole ich Ihnen noch kurz. Sie können sie mitnehmen, ja? Konstantin, was machst du denn hier? Matthias hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Er ist wohl irgendwie in seine Tasche geraten. Danke. Willst du kurz reinkommen? Ja, mal kurz. Ich muss dir sowieso was sagen. Steht hier übrigens. Danke. Und was wolltest du sagen? Du willst ein neues Leben anfangen und das ist gut. Deswegen wollte ich dir und Matthias auch alles Gute wünschen. Also für die Hochzeit und für Neuseeland. Ja, überhaupt. Danke. Ja, auch für mich wird es Zeit, dass ich das Ganze irgendwie abhake. Also nicht wirklich abhake, Ja, aber nee, ich verstehe das schon. Ich verstehe das. Wäre wohl selten dämlich, dich jetzt zu fragen, ob wir gute Freunde bleiben können. Ja. Aber vielleicht trinken wir noch einen Abschiedskaffee? gerne. Okay, dann setz dich doch schon mal. Ich zieh mir nur das Kleid aus. Wirklich sehr hübsch, diese Stickerei. Aber auch ganz schön aufwendig. All diese kleinen Stiche.
Es ist die Mühe wert. Ja. Es ist schön zu sehen, dass du so in deiner Beschäftigung aufgehst, Mutter. Du entschuldigst mich. Geschäfte. Herr Rohwedder, Ansgar von Landstein hier. Ich bräuchte mal Ihren Rat in einer juristischen Sache. Ja, Familien. Ja, es geht ausnahmsweise mal nicht um meine Frau, sondern um meine Mutter. Sehen Sie, sie leidet an einer schizophrenen Psychose und hat manchmal diese Halluzinationen. Und dann sind da noch diese extremen Stimmungsschwankungen. Ja, ich mache mir einfach Sorgen, dass sie zu einer Gefahr für sich und andere werden könnte. Ja. Deswegen auch meine Frage, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, meine Mutter zu entmündigen? Ich meine, irgendjemand muss ja die Verantwortung übernehmen. Ach. Das ist ja interessant. Ja, ich glaube, hier waren wir schon mal. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Wir sind den Weg genauso gelaufen, wie Nico den für uns eingezeichnet hat. Und da vorne müsste auch bald dieser Fluss kommen. Andi, komm, das ist genau der Hochsitz, wo wir vor einer halben Stunde schon mal waren. Vor einer Stunde, glaube ich, auch. Und vor 2 Stunden. Ja, ist ja gut. Ich glaube, du hast recht. Wir haben uns wirklich verlaufen. Also ich glaube, bei den Pfadfindern bist du über die Wölflinge nicht hinausgekommen. Au! Was ist? Ich bin umgeknickt. Warte, geht's? Okay. Ich glaube, wir laufen am besten jetzt mal da entlang. Da müsste die Straße irgendwann kommen. Sicher? Au. Glaub mir, wenn wir erst mal weg sind, dann wirst du mich schneller abgehakt haben, als du denkst. Meinst du? Sí, estoy seguro. Ich meine, du bist ein toller Mann. Die Frauen werden sich um dich reißen. Auf dich hat mein Charme jetzt nicht besonders gewirkt. Doch, das hat er. Jetzt wäre ich nicht mit dir ins Bett gegangen. Konstantin, die Zeit mit dir, mit uns, ich habe das wirklich sehr genossen. Und ich werde dich nicht vergessen. Wahrscheinlich, weil du nie mehr so einen talentierten Schüler bekommen wirst. Nicht nur das, und das weißt du auch. Glaub mir, immer wenn ich an dich denken werde, dann wird es ein ganz warmes, liebevolles Gefühl sein.